willkommen zur Folge 11. Im letzten Video haben wir ja die Seitenwände montiert und jetzt kommen wir hier in den Bugbereich, wo wir entsprechend hier vorne auch noch die Bleche nachführen müssen. Wie ihr aber seht, ist hier vorne im Grunde aktuell noch gar nichts, was irgendwo die Bleche halten könnte. Also hieß es erstmal wieder hier entsprechend die Aussteifungen einsetzen, damit man wenigstens so grob eine Richtung hat, wo wir anbauen wollen. Und während wir uns hier so langsam rantasten an das ganze Spiel, vielleicht noch eine Info, wie wir das jetzt im weiteren Verlauf des Jahres mit den Videos machen werden. Bisher haben wir euch immer sehr direkt, nachdem wir etwas am Boot gemacht haben, dann auch alles in Videos reingeworfen und gesendet. Wir werden das jetzt tatsächlich ein kleines bisschen strecken, weil wir irgendwann im Laufe des Jahres an den Punkt kommen werden, wo wir natürlich dann während dem Durchschweißen hunderte Stunden im Boot einfach nur schweißen und euch da alle 14 Tage nur schweißen zu zeigen, wäre ein bisschen langweilig und deswegen werden wir das, was wir jetzt die nächsten Wochen machen, ein bisschen strecken, sodass wir über das gesamte Jahr immer wieder schönes Material für euch haben und ihr was zum Gucken habt. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier vorne gar nicht so einfach mit dem Blech und wir müssten erstmal uns wieder so ein bisschen orientieren. Wie machen wir es jetzt eigentlich? Wo setzen wir an? Und was ist denn jetzt hier das richtige Vorgehen? Weil wie gesagt, vorne vor dem Schott ist im Grunde nichts, was uns gerade lenken könnte. Also irgendwie schauen, wie es am besten passt. Und auch wenn es jetzt aus der Perspektive nicht so aussieht, als würde hier großartig viel passieren, ist dem eben überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, hinten am Ende des Bleches und auf der Innenseite sitzt natürlich wieder der Basti und zieht das Blech dort an die Stelle, wo es hin muss. Und wir gucken uns das jetzt gleich auf der anderen Seite an. Da haben wir die Kamera nämlich jetzt hier entsprechend auf der Innenseite mal. Und es ist genau der gleiche Vorgang, wie wir es gerade auf der anderen Seite gesehen haben. Dran fliegen und dann ist eben genau der Punkt. Wir müssen erstmal irgendwie schauen, dass wir es halbwegs an den Bestand dran bekommen. Das ist dann oben jetzt erstmal da dieser Punkt. Da machen wir tatsächlich auch erstmal sogar einen kleinen Schweißpunkt dran, beziehungsweise noch Ösen, damit wir dann gleich darüber auch so ein bisschen drehen können. Und dann kommt das, was wir eben nicht gesehen haben, eben hier die Arbeiten auf der Innenseite, wieder die Ketten montieren und eben entsprechend das ranziehen an die Form, um dann eben entsprechend die Heftpunkte zu setzen. Das Ganze natürlich hier an der Stelle mit viel kontrollieren und auch diskutieren. Sitzen wir richtig? Ist das an der Stelle korrekt? Ihr seht da unten zum Beispiel noch so eine kleine Lücke. Die ist jetzt nicht unbedingt optimal, aber das kriegen wir auch später noch ausgeglichen. Da können wir noch mal ein bisschen was anpassen und dann egalisiert sich das wieder. Und jetzt schauen wir hier vorne in den Bugbereich rein. Und im Grunde mussten wir dann jetzt hier erstmal den letzten Longitude nach vorne hin einsetzen. Wir haben ihn tatsächlich erstmal nur reingesteckt, dass er unten in der Spitze anliegt und hier oben einen Punkt nur gesetzt. Weil wie gesagt, das ist halt alles hier jetzt gerade so in der freien Luft konstruiert und nirgendwo so richtig Anhaltspunkte, was jetzt hier eigentlich gerade wohin muss. Da muss man auch sagen, ist dann jetzt so das erste Mal, wo man auch aus den Plänen nicht hundertprozentig genau ableiten konnte, wie das hier mit den Blechen gedacht ist, welche wo jetzt hier genau an welcher Höhe dann auch rauskommen. Da muss man so ein bisschen schauen, wie es eben hier zusammenkommt, weil die Bleche hier vorne eben dann auch nicht ganz aneinander kommen, also unten schon noch, aber weiter oben dann nicht mehr, denn da kommt dann unser bereits gebogenes Passstück rein. Und so haben wir uns hier dann so Schritt für Schritt rangetastet und geschaut, kann das passen, kann das funktionieren? Seht eben die Rundung entsprechend aus, könnte unser Pass da reinpassen und wir kamen dann hier zu dem Schluss, dass irgendetwas gerade an dem Punkt nicht stimmt. Also nochmal das Tablet rausgeholt, die Pläne aufgemacht und nochmal genau geschaut. Und letzten Endes hat sich dann herausgestellt, dass wir diesen Longitude, den wir eben hier reingesteckt haben, verkehrt rum eingesetzt haben. Der hat an einer Stelle, nämlich unten, wo wir jetzt den Punkt gesetzt haben, eine klitzekleine Kante nochmal drin, wo sich der Radius ändert. Und wir hatten ihn schlicht und ergreifend hier verkehrt rum reingesteckt. Also nochmal rausholen, andersrum wieder rein, beziehungsweise entsprechend unten nochmal jetzt sauber machen, weil natürlich die Sachen, die wir rausgeflext haben, jetzt unten reingefallen waren.
und der nicht mehr bis ganz in die Spitze passte. Also mussten wir da eben mal sauber machen, was tatsächlich gar nicht so einfach ist da unten drin. Das wird auch später beim Durchschweißen dann noch lustig und auch beim Lackieren und allem, was da noch kommt, in dieser Spitze unten zu arbeiten. Und nach der Korrektur des Fehlers sieht das Ganze hier eben dann auch schon deutlich besser aus. Wir hatten es nochmal so ein bisschen hin und her gedrückt und dann war klar, okay, das passt so. Also können wir jetzt das Blech ranziehen und entsprechend uns festheften. Wir kommen natürlich jetzt auch hier immer weiter nach oben, ist ja logisch, und dementsprechend machen sich jetzt auch hier und da eben dann doch kleinste, ja zum Teil nur Millimeter oder halbe Millimeter Verschiebungen, die man eventuell irgendwo drin hat, nach oben hin bemerkbar, und dann ist das schnell auch mal ein Zentimeter, wie wir das eben bei dem Seitenblech auf der anderen Seite vom Shot gesehen haben. Das sind alles Sachen, wo wir auf jeden Fall nochmal dann auch ein bisschen nachbessern müssen. Das sehen wir dann auch demnächst nochmal an einer anderen Stelle. Für die beiden Bugbleche passte das dann jetzt hier aber an der Stelle. Das zweite eben auch entsprechend noch rangezogen, auch erstmal nur mit 2, 3 Pünktchen festgemacht. Ja, so damit es erstmal da bleibt, wo es erstmal hin soll. Alles weitere kommt dann später am Bug. Und damit kommen wir zum nächsten Bauabschnitt. Wir gehen jetzt hier in die nächste Ebene. Das heißt, wir nähern uns jetzt so langsam auch dann schon dem Deck oben und der Oberkante der Außenhülle. Denn tatsächlich kommt dann auf dieses Blech nur noch die Reling oben drauf und dann ist das an der Außenseite schon quasi fertig. Hier hatten wir jetzt so ein bisschen das Thema, dass wir keinen genauen Anhaltspunkt hatten. Wir können ja oft zum Beispiel am Shot ansetzen und von dort aus nach vorne oder nach hinten arbeiten. Das war jetzt hier nicht der Fall. Wir mussten also aus dem Plan exakt auf einen Zentimeter bzw. Millimeter rausmessen, wo dieses Blech zu stehen kommt und wo wir damit anfangen müssen. Weiter hinten können wir noch nicht anfangen, weil da auch zum Teil dann noch die Senkrechten fehlen. Vorne im Bugbereich mit der Biegung macht es überhaupt keinen Sinn, dort anzufangen. Da haben wir ja dann überhaupt keine Anlage, wo wir hin müssen. Und so haben wir jetzt hier an diesem Blech eben ja, uns erstmal genau positioniert und mussten an einer Stelle, deswegen haben wir es gerade nochmal neu hochgehoben, nochmal kurz was nachbessern. Da stand eine kleine Ecke vom Salondeck über. Das mussten wir rausschneiden und dann konnten wir hier dieses erste Blech tatsächlich einsetzen. An sich vom Setzen her war das Blech jetzt hier auch nicht großartig kompliziert. Das steht zwar unten ein bisschen nach innen, aber die Biegung war jetzt an der Stelle noch nicht so groß, als hätte man das nicht so mal eben irgendwo ja, einsetzen können. Das war also schon nicht so problematisch. Genauso wie hier das nächste Blech. Auch da ist die Biegung noch einigermaßen gering. Wir können es im Grunde hier dran stellen und dann das Übliche mit den Magneten ziehen, ein bisschen mit der Kette, und dann passt es schon dran. Sehen wir jetzt gleich nochmal auf der anderen Seite, wie wir das dann hier vorne machen. Deswegen habe ich euch jetzt hier die gleiche Szene im Grunde nochmal aus dem anderen Kamerawinkel mitgebracht, sodass ihr jetzt hier sehen könnt, wir haben hinten das entsprechend ja, mit so einer Art Schraubzwinge rangezogen an den Spand und hier vorne mit Magnet und Kette, sodass es ja, wie immer dann einfach an den Spanten anliegt. Das Biegen ist tatsächlich ja, viel leichter in dem Sinne, als wir das ursprünglich sogar mal gedacht haben. Das geht dann doch mit diesen großen Teilen recht einfach und das legt sich einfach ja, an die Außenhaut an, ohne dass wir da großartig Probleme hätten. Und so haben wir natürlich hier mit diesen großen Teilen auch ganz schnell wieder eben diesen massiven optischen Effekt, dass sich da ganz schnell das Äußere völlig ändert. Nachdem wir hier diese Seitenteile dran gesetzt haben, war der Anblick von unten ja doch recht brachial und riesig. Sieht man jetzt hier auch mit dem nächsten Teil dann, da ist auf einmal dann so eine ja, riesige Schiffswand. Das ist schon immer beeindruckend, mit was ja doch relativ wenig Aufwand man hier optisch eben jetzt eine massive Veränderung erwirkt. Und selbst dieses dritte Blech jetzt hier nach vorne, das geht zwar jetzt schon wieder stärker in die Biegung, aber durch seine Größe ist es dann doch wiederum so einfach, es dran zu ziehen und macht es eben die Windung leicht und easy mit. Ihr seht es jetzt hier wieder mit der Innenkamera, immer mit dem Kran ein bisschen nachjustieren. Da muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht so stark hochzieht, sondern ja, ihn auch mal dann ein bisschen locker lässt, damit es unten überhaupt reinkommen kann. Das ist dann noch am ehesten der Fehler, der hier passiert, dass man zieht und sich wundert, warum kommt es nicht runter. Ja klar, wenn es oben am Kran hängt, kann ich es natürlich auch nicht reinziehen. Und so langsam kriegt man dann eben auch einen Eindruck vom ja, Raumvolumen hier im
Unterschiff auf der Backbordseite. Da, wo wir jetzt gerade stehen, wird ja später dann der Schlafbereich hinkommen. Und hier vorne links in der Ecke eben der zweite Arbeitsplatz, den wir brauchen und haben wollen. Und ja, so langsam wird einfach ein Boot raus. Und ich habe gerade noch mal in den Daten nachgeguckt. Für diese 3 Bleche, die wir jetzt hier eingesetzt haben, waren wir gerade mal 2 Stunden effektiv dran. Das heißt, wie eben schon gesagt, ein Rieseneffekt mit doch relativ überschaubarer Arbeitszeit. Und wie immer, das Gleiche haben wir jetzt auf der anderen Seite. Hier macht das Basti jetzt sogar in dem Fall alleine. Da war ich nicht mit dabei und auch das ist eben genauso easy. Klar, wie immer, wir wissen jetzt hier schon, was wir machen müssen und dementsprechend kann er das hier auch ohne Probleme alleine einsetzen. Und da ich euch das ja auf der anderen Seite jetzt schon alles erzählt habe, was wir hier gemacht haben und warum und weshalb, lasse ich euch jetzt einfach mal mit den Bildern ein bisschen allein. Bis gleich. Und nachdem wir jetzt hier auch am letzten Blech in dem Falle oder für diesen Bauabschnitt sind beide Seiten im Grunde erstmal soweit zu. Natürlich am Salon hinten müssen wir noch Richtung Heck weiterarbeiten und hier vorne die Bugpartie noch. Das machen wir dann aber demnächst in den nächsten Schritten und arbeiten. Und während Basti jetzt hier vorne gerade noch die letzten Schweißpunkte setzt und gleich die Kette abbauen kann, kommen wir jetzt gleich zu einem kleinen Osterspecial. Und zwar haben wir den Basti mal mit einer Kamera ausgestattet, sodass ihr aus seiner Sicht, aus seiner POV-Sicht einfach mal mit ihm mitrennen könnt und sehen könnt, wie das Ganze so aus seiner Sicht aussieht, wenn wir hier arbeiten. In dem Video machen wir jetzt einiges an Vorbereitungsarbeiten, Plasmaschneider leer räumen, wieder neu bestücken und ja, das sind so die Sachen, die halt immer wieder passieren, die wir jetzt aber auch nicht immer in jedem Video wieder drin haben. Aber vielleicht gefällt euch das hier, das einfach mal aus Bastis Sicht zu sehen. Viel Spaß damit!
erstmal die Anlage leer machen. Die auch noch ein bisschen schieben, sonst ziehen wir ziemlich schräg. Ja, kann ich sagen, nur eine Seite. Sollte ich? Ne, nur eine Seite. Fernbedienung, Mädchen. Fernbedienung.
Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!